Vielen Dank. Meine erste Keynote übrigens. Also danke auch an die Organisatoren, mich dabei bedacht zu haben. Aber in dem Kontext hier, glaube ich, total wichtig, mal aus der Perspektive Gesundheitswesen euch mal einen Einblick zu geben, was eigentlich sich da bei einem, ja, wie du es schon angekündigt hast, eines der wichtigsten Themen, wo so eine Technologie wie Confidential Computing zum Einsatz kommen sollte, was wir da für Fortschritte gemacht haben, was das auch für eine Signalwirkung hatte. Ist denn der Christoph Fetzer eigentlich heute unter den Gästen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ich glaube nicht, aber den Namen erwähne ich nicht umsonst. Als wir zum ersten Mal in der Gematik den Gedanken hatten, wie können wir eigentlich dieses Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als das, ja, als das Mittel der Wahl, um den Betreiber von der Datenverarbeitung auszuschließen, wie können wir da eigentlich einen Gegenentwurf finden, damit wir eben halt bestimmte Daten auch für die Verarbeitung zugänglich machen. Und sei es nur eine einfache Suchabfrage in den Metadaten. Und dann kamen Kollegen von mir auf dieses Thema, naja, Confidential Computing kommt gerade so auf, lass uns mal mit Contain reden, ne? Da finden wir vielleicht noch was. Und dann habe ich in meinen E-Mails geschaut, das ist der Vorteil, wenn man schon lange dabei ist, mein Gott, das war schon 2018. Das ist dann jetzt mittlerweile schon 7 Jahre her, dass wir uns das zum ersten Mal damit befasst haben. Und ja, wir haben damals 2018 das erste Mal Confidential Computing für die elektronische Patientenakte 1.0 eingesetzt, als einen ganz kleinen Teil der Lösung, nämlich für den Schutz der Metadaten, damit ich Suchabfragen oder Ähnliches machen kann. Und was haben wir für Gegenwind bekommen? Also ein Anschreien, teilweise auch aus der etablierten Industrie par excellence. Das funktioniert alles nicht, das ist nicht skalierbar, ihr braucht tonnenweise mehr Hardware, ich kann da nur ganz, ganz kleine Enklaven programmieren, ich muss das alles in C++ machen und also genug Gründe, warum es nicht geht. Teilweise waren sie damals auch noch wahr und wir haben es trotzdem gemacht. Und wir haben aufgrund dieser guten Erfahrungen diese Technologie dann noch einmal erweitert und noch mal eine Schippe oben drauf gepackt. Und das ist eigentlich das, womit wir ja, eigentlich jetzt den größten First-Mover-Erfolg, kann man sagen. Ich würde sogar sagen, so wie ich Intel verstanden habe, sogar in der Welt mit dem elektronischen Rezept in Deutschland haben, denn das basiert auch auf Confidential Computing, ist in diesem Fall konkret auf SGX. Und da haben wir all diese Unkenrufe widerlegt. Es geht nämlich in Größenordnung, es geht skalierbar, es geht mit einem nur geringem Mehraufwand an Hardware. Und aktuell, was schätzt ihr? Wie viele Rezepte so laufen da so durch? Kommt irgendeine Zahl? 5. Pro was? Also ich kann es euch sagen, es sind gerade so am Quartalsanfang, wo alle nochmal ihre Karte stecken sollen, sind es 4 Millionen Rezepte am Tag, die eingestellt werden, abgerufen werden, dispensiert werden, abgerechnet werden. Und das alles über SGX-Enklaven. Und das geht also. Es geht in Größenordnung. Und da bin ich in gewisser Weise stolz drauf, dass wir endlich es geschafft haben, diese Technologie in eine wirklich große Anwendung mit einer hohen Last reinzubringen. Und das zeigt natürlich auch, wo es dann weitergehen soll. Nächste Patientenakte, Opt-out, jetzt ist sie gestartet, 15. Januar, seit 15. Januar läuft die Erprobung. Dann haben wir auch gesagt, okay, da können wir dieses Paradigma der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Sinne wie eine Mail Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja auch nicht mehr aufrechterhalten. Wir wollen ja mit den Daten tatsächlich was machen. Am Anfang wollen wir sie vielleicht nur durchsuchen, später auch noch was anderes. Also sind wir mit dem Gesundheitsministerium nochmal in den Dialog getreten, haben auch mit IBM zusammen an einem Meeting, ich kann mich noch daran erinnern, gesagt, naja, wenn diese Technologie, die wir im E-Rezept haben, so gut funktioniert, so fehlerfrei funktioniert, uns die Industriepartner auch bewiesen haben, dass sie da mitziehen, dass sie das auch implementieren wollen, die Sicherheitsforschenden sagen, das ist ein guter Weg als Alternative zu dem, wie wir es vorher gemacht haben, warum dann nicht bitte auch in der elektronischen Patientenakte? Und das BSI hat dieses Vorgehen unterstützt
Und seitdem, ja, ihr habt es vielleicht schon wieder gehört, seitdem kennt Karl Lauterbach den Begriff Confidential Computing und verwendet ihn auch hin und wieder. Weil das die Basistechnologie ist für die elektronische Patientenakte für alle, die seit dem 15. Januar läuft. Und wenn man das schon mal hat, dann lass uns noch mal einen Schritt weiter denken. Was machen wir denn dann eigentlich damit? Ja, momentan, klar, speichern wir die Daten, durchsuchen wir die Daten. Ab Juli sind sie dann durchsuchbar. Aber was wäre denn gewesen, wenn wir sowas zum Beispiel schon in der Corona-Pandemie gehabt hätten? In der Corona-Pandemie dachten immer alle, naja, es gibt ja diese elektronischen Impfzertifikate, also weiß ja, das Gesundheitswesen, das BMG, die Gematik, wer auch immer, weiß ja dann, wie so die Impfquote ist, wer welche Impfungen hat, wie man das in den Regionen vielleicht hat, wie der Impfstatus ist in Nordrhein-Westfalen gegenüber Bayern oder dem anthroposophischen Baden-Württemberg. Es ist aber Quatsch, das wussten wir nicht, das wusste niemand, weil die Daten tatsächlich gar nicht vorliegen. Aus Gründen der Vertraulichkeit, aus Gründen des Datenschutzes. Und das ist auch gerade in Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Aber warum muss ich denn das Ziel Datenschutz dadurch realisieren, dass Daten nicht vorhanden sind? Mit Confidential Computing kann ich genau das in der Versorgung erreichen. Ich kann die Impfdaten in der elektronischen Patientenakte haben. Ich kann sie sogar nicht anonymisiert haben, aber trotzdem mit Techniken der Differential Privacy eine Auswertung fahren und eben halt sehr wohl eine Aussage darüber treffen, wie hoch die Impfquote in welchem Postleitzahlregion ist. Und mit Confidential Computing zusammen mit Differential Privacy Techniken einpflegen, dass die Aussage nie so genau ist, dass eine einzelne Person identifizierbar wird. Und genau das ist tatsächlich auch Planung, dass wir solche versorgungsspezifischen Informationen mit der EPA generieren wollen. Und Gleiches geht dann auch weiter in Richtung Forschung. Meine Lieblingspräambel, also ich bin sonst kein Gesetzestextleser, aber meine Lieblingspräambel des European Health Data Space Regulierung ist die Präambel 55. Da steht nämlich ein wichtiger Satz drin, den wir uns alle merken sollten. Er fängt anders an, bring questions to data instead of moving the data. Das ist total wichtig. Was heißt das für die EPA? Bitte lasst die Daten dort in der EPA drin und wenn ihr eine Forschungsfrage habt, oder wenn ihr ein KI-Modell trainieren wollt, dann tut das bitte direkt da, weil wir die Technologien haben, das auch in Datenschutz artgerechter Weise zu tun. Mit Confidential Computing zusammen mit Differential Privacy ist das genau der Weg, den wir gehen sollten. Momentan machen wir es anders. Momentan entfernen wir erstmal wertvolle Daten, die irgendwie identifizierbar sein können, also die irgendwie die Person identifizieren könnten. Wir entfernen Geburtsdatum, wir entfernen Geburtsort, wir entfernen alles Mögliche, was schon mal wertvoll sein kann, in gewisser Art und Weise. Transportieren sie dann in ein Forschungsdatenzentrum, wo sie weniger gut geschützt sind und haben dann zwei Themen. A, haben wir wertvolle Daten verloren, die für eine Modellgenerierung wichtig wären. Und B, haben wir dann durch den etwas schlechteren Schutz das Risiko der Depseudonymisierung wieder. Weil man dann natürlich also ein exakter Laborwert, auch wenn da kein Name steht. Aber mein Arzt weiß, das sind meine Laborwerte, wenn sie auf die Nachkommastelle genau sind. Und wenn wir stattdessen die Fragen zu den Daten bewegen und sie eben halt mit Confidential Computing schützen, haben wir dieses Problem nicht. Und genau in diese Richtung wollen wir gehen. Ein Thema hattest du schon erwähnt, was machen wir als Gematik dazu? Wir arbeiten derzeit in einer Spezifikation, nicht allein, zusammen mit euch, die nennt sich Healthcare Confidential Computing, die eben drei wichtige Themen zusammenbringt. Das eine ist, klar, Confidential Computing, sagt ja schon der Name. Zweitens, wie bringe ich das Ganze auch in die Cloud? Und drittens, umschlossen durch unsere TI-Governance, also das heißt unsere Prozesse der Zulassung, der Überwachung und auch des Ein- und Ausbringens von Payload und der dazugehörigen Attestierung. Dazu gibt es ein Framework von uns, ist veröffentlicht seit November 2024, offen zur Kommentierung. Ich würde jeden bitten, sich daran zu beteiligen. Der Godfather of HCC ist heute auch da, Andreas Berg. Bist du da? Ja, genau. Also wer jemand dann Detailfragen hat, dann wendet er sich bitte an Andreas Berg, da kann er nochmal Details dazu beantworten. Aus meiner Sicht ist das eines der wichtigsten strategischen Projekte, was wir haben, weil das ist ein Projekt, bei dem wir eine interoperable Plattform erschaffen, sodass wir ohne Vendor-Login eine virtuelle Maschine von Cloud-Provider zu Cloud-Provider schieben können, dort drin medizinische Daten verarbeiten
und zwar attestiert, was da drin verarbeitet wird, mit welcher Software sie verarbeitet wird und trotzdem diese Daten durch Confidential Computing geschützt werden. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das heißt, eine Standardtechnologie, interoperabel für das Gesundheitswesen in der Cloud mit dem angemessenen Schutz. Und deswegen möchten wir das auch idealerweise in den European Cloud Security Standard einbringen, ab Level 3 oder ähnliches. Für C5 ist es wohl ein bisschen zu spät gewesen. Aber mir persönlich reicht das, was aktuell im Sozialgesetzbuch 5 geregelt ist, nicht. Da steht nämlich drin, ja, gilt dann nicht für die Telematikinfrastruktur, sondern für die anderen Anwendungen des Gesundheitswesens. Ja, wenn du damit in die Cloud willst, dann mach ein C5-Testat. Momentan gibt es sogar einen Entwurf für einen alternativen Nachweis, der noch sehr viel geringer ist, ja, und dann geht damit in die Cloud. Mir reicht das nicht und mich stört auch ehrlich gesagt dieses zweierlei Maß, was da irgendwo angesetzt wird. Also wenn ich Gesundheitsdaten schützen will, dann ist es vollkommen egal, ob sie in der Telematikinfrastruktur liegen oder in einem Krankenhaus oder in einem Cloud-PVS. Dafür sollten die gleichen Regeln gelten. Und damit das aber auch ein Anspruch ist, der eine technologische Antwort findet, dafür wollen wir eben halt HCC voranbringen. Ganz allgemein, HCC, vorhin fiel mal kurz das Wort Souveränität. Ja. Das ist für mich eigentlich die Antwort für echte Souveränität. Souveränität, wie wir sie momentan im Cloud-Kontext hören, das ist immer so ein schönes Buzzword. Und wenn man reinleuchtet, was verbirgt sich eigentlich dahinter, dann ist das meistens eine schöne Ansammlung von Versprechen. Aber das verstehe ich nicht unter Souveränität. Souveränität heißt für mich, dort, wo ich nicht vertrauen will, da muss ich auch nicht vertrauen, sondern dort kann ich Beweise erwarten. Beweise sind technische Beweise. Beweise sind Attestierung. Beweise sind das, was ich über die CC-Technologie bekommen kann. Und genau damit, in dieses Ziel, steuert eben halt Healthcare Confidential Computing rein, damit wir da eben halt eine Souveränität erreichen, die auch den Namen verdient. Und gleichzeitig aber auch, die Claudia Plattner hat es in ihrem LinkedIn-Artikel ganz gut gesagt, nicht in diese Fantasien mich ergeben muss, ja, Souveränität ist Autarkie. Das ist sie natürlich nicht. Es ist auch völlig illusorisch zu glauben, dass Europa jetzt plötzlich den Schuss gehört hat und einen eigenen Hyperscaler baut in den nächsten 3 Monaten. Das wird nicht passieren. Aber das müssen wir vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir mit dem, was wir schon jetzt im Portfolio haben, echte Souveränität erreichen, ohne eben halt in Autarkie in irgendeiner Form zu versinken und uns abzugrenzen. Insofern sind wir, also für das, was wir hier alle vertreten, eigentlich in einer perfekten Zeit. Wir haben die passende Technologie am Start. Wir haben den politischen Umbruch, den es manchmal benötigt aktuell. Wir haben den Willen, gerade im Gesundheitswesen, das auch tatsächlich zu machen. Es ist nicht nur die Gematik, es sind auch Krankenkassen, mit denen wir reden, die gerne eine beweisbar sichere Cloud-Technologie einsetzen wollen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen mein Abschlussappell an euch, dass ihr bitte die jetzigen Zeiten genau in diesen Monaten nutzt, diese Technologie so weit wie möglich zu pushen, dass ihr euch an jedem Projekt beteiligt, was das Ganze interoperabel, skalierbar, elastisch und transportierbar macht und dass ihr mit uns gemeinsam diese Vision, Marc hat es, glaube ich, mal gesagt, also Confidential Computing Today, Just Computing Tomorrow, dass wir die gemeinsam umsetzen, denn wir als Gematik haben da nicht nur ein offenes Ohr, wir wollen das selber pushen und wir brauchen eure Unterstützung, damit das auch gelingt. Wir brauchen eure Unterstützung, dass wir bei jeder einzelnen Gelegenheit, wo wir über vertrauliche Datenverarbeitung reden, nicht nur, also dass nicht nur unser Gesundheitsminister das Wort Confidential Computing in den Mund nimmt, sondern auch jeder andere und dass jeder andere weiß, wovon wir da reden und dass das unser Weg ist, wie wir in Zukunft Gesundheitsdaten schützen. Vielen Dank.